Also ich bin Viktoria Gramatke, ich habe an der Universität zu Köln Germanistik, Skandinavistik und Philosophie studiert und habe einen Magisterabschluss gemacht. Also nach dem Studium war der direkte Einstieg in den Bereich, den ich machen wollte, jetzt nicht ganz so einfach. Aber das ist, glaube ich, so ein typisches Ding bei Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaftler sind nicht die auf dem Markt für bestimmte Jobs gesucht werden, weil sie halt einfach so breit aufgestellt sind. Also man qualifiziert sich ja erst im Laufe seiner beruflichen Ausbildung quasi. Also wenn du im Job bist, hast du eine Qualifikation, die du bei deinem nächsten Job nutzen kannst. Und das macht es nicht ganz einfach, einen Job zu finden. Aber wenn du einmal drin bist, wirst du immer dafür bewundert, wie breit du wissensmäßig aufgestellt wirst. Ich habe das Studium angefangen, weil ich unbedingt was mit Schreiben später machen wollte im Presse-Medienbereich und habe dann nach dem Studium gemerkt, dass Zeitung nicht mehr das ist, wo ich hin möchte, weil sich einfach die ganze Medienwelt sehr stark verändert hat. Aber ich wollte unbedingt trotzdem in die Richtung gehen, habe aber erstmal Zwischenstation im Praxismanagement einer kardiologischen Arztpraxis gemacht, weil ich direkt im Anschluss nicht den Job gefunden habe, der mich erfüllt hat. Und dann habe ich einfach aus meinem studentischen Nebenjob erstmal meinen Hauptjob gemacht und habe mich dann von dort aus beworben und bin dann in einen metallverarbeitenden Betrieb gegangen, habe da die Pressearbeit gemacht und von dort aus bin ich ans Bundessprachenamt gegangen und mache jetzt hier Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Bundessprachenamt habe ich ganz viele Aufgaben. Zum Beispiel kümmere ich mich um Medienanfragen, dass ich dann Protagonisten finde, dass ich mit dem Journalisten oder der Journalistin einen Termin ausmache, welche Art und Weise das Projekt sein soll. Werbemittel gehören zu meinem Aufgabenbereich, die zu beschaffen, auszusuchen, mit einem Grafiker zusammen zu gestalten, Flyer mit Inhalt zu füllen, auf Messen zu gehen. Also es ist wirklich unglaublich viel und das ist unglaublich toll, weil bei mir ist kein Tag wie der andere. Am Bundessprachenamt ist es nicht so, dass ich nur Skandinavien-Bezüge habe. Ich habe quasi die ganze Welt im Kleinen, weil das Bundessprachenamt unterrichtet ja zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache oder entsendet Dolmetscher ins Ausland, in Auslandseinsätze und dadurch kommt immer ganz viel Welt in einen ganz kleinen Raum. Und ich liebe einfach diese Internationalität, dieses Miteinander, diesen kulturellen Austausch und ja, gelegentlich kommen auch tatsächlich Soldaten aus Skandinavien und legen hier eine Deutschprüfung ab. Also ich freue mich immer darüber, dieses bunte Miteinander miterleben zu können. Ja, ich traue mich zu reden, egal ob ich jetzt auf einmal spontan auf Englisch reden muss und das nicht kann, weil mir einfach die Vokabeln fehlen. Aber ich mache es dann einfach und dann ist mir egal, ob ich da Fehler mache, solange ich verstanden werde, bin ich dann zufrieden. Und das ist definitiv was man beim Sprachenlernen lernt, dass man da nicht perfekt reden muss, sondern dass der Austausch wichtiger ist, weil der andere kann vielleicht auch nicht alle Vokabeln, die er jetzt braucht. Und diese Barriere abzubauen, die ist einfach ganz wichtig, wenn man die aus dem Kopf rauskriegt. Also wenn man als Studierender schon weiß, dass man die Pressearbeit möchte, dann sollte man unbedingt Praktika machen. Also egal bei welchem Medium, ob es nur eine Audiozeitschrift ist oder ein Sprachmagazin, das ist vollkommen wurscht. Auch gerne eine Tageszeitung, weil die Erfahrungen und das, was man da lernt und diese Arbeitsprozesse, die man da lernt, die bringen euch hinterher weiter. Also die bringen euch im Studium weiter und die bringen euch später auch bei der Jobsuche weiter. Weil Pressearbeit ist halt was Lebendiges. Das kann man nicht aus Büchern lernen. Das lernt man, weil man es macht. Und dafür sind Praktika ganz, ganz wichtig. Also der Vorteil an einem kleinen Fach ist, dass man sich viel schneller kennenlernt, dass man viel mehr miteinander unternehmen kann, weil man viel mehr Fächer zusammen hat. Also Kurse meine ich natürlich, und dadurch wächst man ganz schnell zusammen und ist quasi eine Art Familie. Also man kennt jeden Dozenten, man hat irgendwie jeden, der mit einem studiert, schon mal gesehen. Das macht einfach ein ganz vertrautes Gefühl. Und außerdem lernt ihr Dinge,
die auf den ersten Blick zwar auf dem Arbeitsmarkt nicht gefragt sind, aber beim zweiten Blick machen sie euch unfassbar interessant. Also jeder fragt dann, ach, Skandinavistik, Mensch, was macht man denn da? Welche Sprache sprichst du denn? Und dann kannst du eigentlich immer sagen, hey, ich spreche nicht nur eine Sprache, ich kann auch noch 2 weitere verstehen. Das ist halt so ein Gimmick, das kriegt man nicht so oft. Und irgendwie gibt es dann doch immer jemanden, der dann auch sagt, boah, Schweden oder Dänemark oder Norwegen, das finde ich auch voll spannend, erzähl mal von deinem Studium.